Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier aus Doktorchens Keller. In den letzten Folgen haben wir uns ja einen Sequencer angeschaut und haben dort Hänschenklein einprogrammiert, weil wir eine Acid-Techno-Version davon machen wollen. Allerdings fehlen uns dazu natürlich noch ein paar Bestandteile, denn aktuell ist das, was wir haben, halt nur eine Melodie, die der Sequencer spielt. Ist noch relativ langweilig. Es fehlen eben weitere Elemente wie eine Bassdrum, eine Hi-Hat, ein Pad-Sound und natürlich, wenn es um Acid geht, nicht zu vergessen eine 303. Die ist quasi das Salz in der Acid-Suppe. Ich habe keine originale Roland TB303. Ich habe hier zwei Behringer-Derivate, die TD3. Einmal die MO und einmal die normale. Rein vom Handling her sind die sich aber sehr, sehr ähnlich, beziehungsweise sind sie sogar fast identisch. Die 303 hat einen eigenen Sequencer. Das heißt, in die können wir auch wieder eine kleine Melodie einprogrammieren. Damit ergibt sich allerdings ein Problem. Denn die beiden Sequencer sollten ja gleich schnell laufen. Nun könnte man auf die Idee kommen und sagen, ja gut, ich stelle halt so irgendwie die Geschwindigkeit gleich ein und dann starte ich die gleichzeitig. Das wird nicht funktionieren, egal wie. Denn erstens wird man es nie so hinkriegen, dass sie genau zeitgleich starten oder fast nie. Und auch kleinste Tempoabweichungen sorgen eben dafür, dass es zu einem Versatz kommt. Und der wird größer, je länger der Sequencer läuft. Das Problem ist aber schon da, seitdem es Sequencer gibt. Und deswegen gibt es dafür auch eine Lösung, sogenannte Clock-Signale. Letzten Endes kann man sich das so vorstellen wie bei einem Dirigenten. Der gibt eben ein Tempo vor und die anderen halten sich dran. Und genauso ist es auch hier. Die Clock-Signale lassen sich auf unterschiedliche Arten übertragen. Zum einen ganz oldschool über sogenannte Sync-Signale oder aber etwas moderner, wobei modern in diesem Zusammenhang seit 1982 heißt, über MIDI. Da wir aber hier im Modular unterwegs sind und wir auf Oldschool stehen, machen wir es auch auf die Oldschool-Variante über Sync. Ich habe gerade schon gesagt, es ist wie bei einem Dirigenten, davon kann es nur einen geben. So auch bei der Clock. Es gibt einen sogenannten Clock Master und die anderen heißen dann Clock Slave. Das heißt, der Master gibt das Tempo vor und die Slaves folgen dem. Wenn wir uns jetzt diesen SQ1 mal genauer anschauen, sehen wir hier oben zwei Buchsen, da steht Sync In und Out. Das Ganze haben wir dann auch hier oben an unserer TD3, die habe ich bereits verkabelt. Steckt jetzt hier nichts drauf und ich starte den Sequencer, läuft er erwartungsgemäß los. Ich gehe jetzt hier tatsächlich in den Sync In, all dieweil ich nicht möchte, dass das der Clockmaster ist, sondern der Sequencer, der hier im Rack ist. Den brauchen wir dann später noch und es ist einfach sinnvoller, wenn der quasi alles kontrolliert. Drücke ich jetzt Play, passiert gar nichts. Warum nicht? Weil der kein Clock-Signal ausgibt. Jetzt müsste ich diesen starten und wir hören auch, das Tempo ändert sich. Wenn ich jetzt hier an diesem Temporegler drehe, passiert tatsächlich auch nichts, denn der funktioniert nur, wenn der Sequencer sein eigenes Temposignal verwendet. Ich habe das Signal jetzt schon mal gesplittet. Auch das ist sinnvoll, wenn man mehrere Geräte zusammenbringen will. Sprich, ich gehe hier aus dem Sync Out in einen sogenannten Multiplier. Das ist letzten Endes einfach ein Verteiler. Also ein Input, 3 Outputs. Und an zweiem dieser Outputs hängt jetzt eben der SQ1 sowie die TD3. Also auch hier. Ich kann die jetzt beide mal. Und wir hören, sie laufen gleich und starten und stoppen. Eben auch, sobald ich den Hauptsequencer starte und stoppe. Wer jetzt aufgepasst hat, dem wird aufgefallen sein, dass die TD3 mit der doppelten Geschwindigkeit läuft, beziehungsweise der mit der Hälfte der Geschwindigkeit. Das ist Absicht und ich habe das hier vorher schon so konfiguriert. Hier daneben ist ein sogenannter Clock Divider. Das heißt, sagen wir mal, wir gehen mit einem Tempo von 130 BPM oben in diesen Clock Divider. Das ist so, wie es jetzt gerade ist. Und dann steht dort drunter Teiler durch 2.
Sprich, aus diesem Ausgang kommt dann nur noch die Hälfte der Geschwindigkeit raus, nämlich 65. Das ist sinnvoll, wenn man verschiedene Geschwindigkeiten haben will, die aber trotzdem irgendwie zueinander passen, sowas einzusetzen. Das wäre es jetzt tatsächlich clockseitig zur Verkabelung. Bei manchen Geräten muss man tatsächlich auch noch was einstellen. Zum Beispiel, dass die als Clock Slave laufen. Tun nämlich nicht alle per Default. Der SQ1 macht es, indem ich einfach was reinstecke hier. Die nicht. Die nächsten Folgen werden sich tatsächlich auch mit der TD3 beschäftigen, mit Synchronisationsmöglichkeiten, als auch mit dem Programmieren des Sequences. Der ist bei der 303 ein bisschen speziell, aber umso interessanter, meiner Meinung nach. Das schauen wir uns aber tatsächlich in den nächsten Folgen an. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Damit ihr das nicht verpasst, liken, abonnieren und vor allem die Glocke drücken. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche. Gehabt euch wohl.